Hallo und herzlich willkommen zu unserem vierten Rennen, heute in China. Ich zeige euch wie immer einmal die Strecke. Wir fahren das Ganze einmal mit der Formel 1 PlayStation 4 Version ab. Ich zeige euch einmal die wichtigen Kurven, wo man gut überholen kann. Und dann geht's los. Wir fangen an einmal mit der Strecke. Die sieht bei mir in China so aus. Ich habe verschiedene Überholmöglichkeiten angebaut. Einmal gleich am Anfang habe ich mich für einen Trichter diesmal entschieden. Habe festgestellt, dass es doch dadurch deutlich mehr zu Verzögerungen und zu Überholmanövern kommt. Und dann im zweiten und dritten Sektor ganz viele Weichen hintereinander eingestellt. Und wir gucken uns das Ganze jetzt einmal mit der PlayStation 4 an. Ich bin die ganze Strecke einmal abgefahren. Wir sind jetzt dort, wo die Maus sich gerade befindet. Fahren hier auf Start und Ziel. Dann geht es los. Und dann geht es am Ende in diese ewig langgezogene Rechtskurve mit sehr viel Speed. Hier muss man dann leicht runterbremsen, dann einmal umschlagen und dann geht das Ganze in eine langgezogene Linkskurve über. Die kommt einem ewig vor. Dann geht es auf eine erste längere Gerade. In echt kann man auch da schon überholen, wenn man nah genug am Gegner dran ist. Dann runterbremsen, starkes Bremsen in die Rechtskurve rein, wieder beschleunigen. Und dann kommt die langgezogene Linkskurve an der Stelle. Ich habe jetzt hier ganz viele Weichen eingebaut. Die Strecke, die ich jetzt mit der Maus nachfahre, ist dann sozusagen die Originalstrecke und der Rest ist einfach, damit die Murmeln eine Chance haben, sich zu überholen. Da geht es dann oft links zweimal und dann auf die lange Gegengerade. Dann einmal links reinbremsen. Dann muss man hier gucken, im Spiel drehen mir oft die Räder durch, wird bei den Murmeln nicht das Problem sein. Und dann schnelles Beschleunigen auf diese ewig lange Gerade in China. Und das ist bei mir hier die untere Gerade, die ich gerade mit der Maus lang fahre. Dann habe ich den Lift eingebaut, also kurz vor Start und Ziel, so wie es sein soll. Anstatt dass, wie hier jetzt, der Formel 1 Wagen mit einer starken Rechtskurve einbremst, gehen bei mir die Kugeln kurz in den Lift, gehen wieder nach oben und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. So, wir lassen jetzt einmal kurz das Rennfahrzeug wieder zu Ende fahren. Und dann gehen wir rein ins Rennen. So, los geht's. Wir starten in der Reihenfolge, wie ich es oben rechts angeblendet habe. Ferrari als erstes, Mercedes zweiter, Red Bull dritter und Lotus vierter. Ich nehme immer die Reihenfolge, die wir im letzten Rennen am Ende hatten. So, dann schauen wir mal, wie das Ganze läuft. Hier kann Mercedes an Ferrari schon vorbeiziehen. Als zweites Red Bull, drittes Ferrari und vierter bleibt Lotus. Ich werde wie immer live dann hier oben die Tabelle einblenden und einmal den Rundenzähler. Da bin ich jetzt ein bisschen hinten dran, aber das macht nichts, das bringen wir alles hin. Da sind wir jetzt in Runde 2. Mercedes mittlerweile vorne vor Red Bull. Jetzt müssen wir mal gucken. Die haben jetzt die kurze Strecke, wer vorne bleibt. Nee, Red Bull kann sich jetzt nach ganz vorne absetzen. Und dann gehen wir in Runde 3. Wir fahren insgesamt 11 Runden. Ich muss das immer ein bisschen abhängig davon machen, wie lange die Kugeln da durchfahren, ohne sich irgendwann zu behindern. Aber ich habe hier bei der Strecke festgestellt, die hat mir richtig Spaß gemacht beim Drehen, dass da so viele Überholmanöver, gerade hier in dem letzten Sektor, ein Durcheinander, das hat richtig Laune gemacht. Ich hoffe, ich kriege es hin, mehr solche Strecken zu bauen. Wir gehen in die vierte Runde. Man ist da natürlich ein bisschen gebunden vom Layout her. Möchte ich natürlich, dass es möglichst so aussieht wie die Original Formel 1 Strecke. Deswegen kann ich da jetzt nicht einfach x-beliebig die Kurven so bauen, wie ich es gerne möchte. Und dann schauen wir mal. Also wir merken hier, die erste Kugel wird ganz knapp von Lotus überholt. Die setzen sich jetzt in Führung. Ich blende euch das Ganze wieder aktuell ein und wir gehen in die Runde 5. Bald kommt die neue Erweiterung raus, die heißt Vertical. Da bekommt man ganz viele von diesen Höhensteinen, die ihr hier unter meiner Bahn immer seht. Die kommen dann dort dazu, da kann man dann sogar durch die durchbauen. Das macht es mir sehr, sehr viel leichter, attraktive Bahnen für euch zu bauen. Ich darf hier nicht vergessen, während ich quatsche, euch immer den aktuellen Stand dort oben einzublenden. Wir gehen in Runde 6. Ich mache das nämlich immer alles parallel, dass das auch alles möglichst live ist. 2 Kommentare habe ich bekommen von Zuschauern, und zwar einmal, dass die Qualität so lala war, was die Kugeln angeht. Ich habe das jetzt ein bisschen versucht zu ändern. Werde jetzt nicht eine Aufnahme über die andere drüber legen, was dann schon mal deutlich die Qualität des Videos erhöht. Und ich werde versuchen, die Sachen auch
wie jetzt gerade immer, alles live zu machen. Oh, hier blieb jetzt Lotus richtig lange in dem Trichter hängen. Wenn ihr das gesehen habt, das kostet richtig viele Plätze und die sind jetzt alle hintereinander. Bin mal gespannt, was jetzt passiert. Ah, Red Bull und Ferrari blockieren sich da. Dadurch Red Bull richtig langsam geworden, hat sogar Lotus blockiert. Und dann gehen wir schon in die 8. Runde. China ist natürlich eine sehr lange Strecke, da braucht man nicht so viele Runden. Weil ich vorhin noch sagen wollte, ja, ich muss aber auch bei den Rundenzahlen ein bisschen gucken, wie lange halten die Kugeln durch, bis sich dann doch mal irgendwas blockiert. Und also 10 Runden ist schon immer das Mindestziel. Und dann gucken wir, wer zuerst durchs Ziel kommt. Und das zählt dann. Ferrari jetzt wieder ganz knapp vor Mercedes. Lotus fällt tatsächlich innerhalb von einer Runde wieder richtig weit zurück. Und dann gehen wir in Runde 9. Oh, hier wieder schön gesehen, wie Mercedes sich an Ferrari vorbeigedrückt hat. Hier jetzt 3 Runden vor Schluss. Jetzt muss man mal gucken. Ferrari hat hier den kürzeren Weg und setzt sich doch jetzt deutlich ab. Oh, Red Bull kriegt fast noch sogar den Mercedes eingeholt. Lotus hängt gerade so ein bisschen zurück. Und wir gehen in Runde 10. Oh, Ferrari jetzt doch deutlich vorne. Da muss sich Mercedes eher ein bisschen nach hinten orientieren. Gucken, was der Red Bull da macht. Die Ferrari jetzt schon im Lift. Ja, Mercedes konnte ganz gut auf und sogar der Lotus zieht jetzt am Red Bull vorbei. Und wir gehen in die letzte Runde schon. Also sehr gespannt, wie es jetzt ausgeht. Also Ferrari mit einem guten Vorsprung. Mercedes kommt aber richtig gut durch den Trichter durch. Bleibt da gar nicht lange hängen. Hat jetzt vielleicht die Chance, dadurch, dass er einen kürzeren Weg hat. Ja, zieht vorbei und Ferrari muss den langen Weg nehmen. Lotus kann jetzt die kurze Strecke nehmen, schafft aber nicht Ferrari einzuholen. Und das ist dann hier unser Endergebnis oben rechts eingeblendet. Also Mercedes wird Erster, Ferrari Zweiter, Lotus Dritter und Red Bull kurz vor Ende doch noch auf den 4. Platz. Ich habe euch das wieder hier in meiner professionellen Excel-Tabelle eingeblendet. Für den 1. Platz kriegt Mercedes 5 Punkte, ziehen damit gleich mit Ferrari, die bekommen 3 Punkte, haben jetzt jeweils 14 Punkte. Red Bull 9 und Lotus holt ein bisschen auf Red Bull auf, aber immer noch 2 Punkte hinten dran. Was ich gerade sehe, vorne bei Leader, das stimmt natürlich gerade nicht. Da müsste bei Red Bull noch eine 3 stehen. Das werde ich dann nachher gleich korrigieren. So Leute, das war China. Als nächstes habe ich Vietnam aufgebaut. Steht schon hier hinten. Das dauert ewig, das aufzunehmen, weil die Strecke dann doch sehr, sehr viel schwieriger und unangenehmer zu bauen war, als es die China-Strecke war. Das Ganze werde ich jetzt als nächstes aufnehmen. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst mir gerne ein Like da. Ich freue mich über jeden Klick, den ich auf das Video bekomme. Habe bisher nur sehr gute Rückmeldungen bekommen. Gerne schreibt mir auch Kritik drunter, was ich verbessern kann. Hat mir bisher sehr geholfen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.